Schwester, das war so blöd von mir. Nein, von mir. Du hast ja in allem recht. Du musst weitermachen und ich werde auf dich warten. Hier. Ich lade dich ein. Na komm. Hm? Danach geht's dir sofort besser. Showtime. Nee, lass mal. Hey, das Zeug ist Champions League, ja? Absolute Spitzenware. Ich will trotzdem nicht, okay? Du machst einen Fehler, Baby. Einen großen Fehler. Letzte Chance. Falls du es dir noch mal anders überlegst und diesen Scheiß um dich rum einfach mal vergessen willst. Ach ja, falls du Nachschub brauchst. Ich bin jeden Abend hier. Das muss jetzt erstmal eine Weile halten. Wer weiß, wann uns das nächste Mal sehen. Dieses blöde Versteckspiel. Ich halte es noch aus bis nach Pfingsten. 2075. Und meinem Chef? Dem sagst du auch nicht, dass wir uns heimlich treffen? Natürlich nicht. Das war total bescheuert von mir, das zu sagen. Und dass er mir den Fall? Ich werde ihn auch nicht darum bitten, dass er dir die Zuständigkeit für Hannes entzieht. Das war genauso bescheuert. Um ehrlich zu sein, finde ich super, wie du dich um den Kleinen kümmerst. Total klasse. Aber so bist du eben. Du hast ein großes Herz. Deswegen liebe ich dich auch. Hör auf, sonst kriege ich rote Ohren. Sieht bestimmt sexy aus. Oh, unsere Lieblingsgäste. Hätte ich schon beinahe vermisst. Champagner, bitte sehr. Herzlichen Dank. Knackiger, kleiner Hintern. Das hast du doch gerade gedacht, oder? Was störst du mich denn schon wieder? Spionierst du mir etwa nach? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Hast du es immer noch nicht kapiert? Wenn wir das Sorgerecht wieder haben wollen, dann müssen wir vor den anderen ein Herz und eine Seele sein. Aber das sind wir doch, Schatz. Wie läuft's denn? Konntest du die E-Mail von Sebastians Laptop abschicken? Streitmann wird sie morgen lesen und seine liebestolle Mitarbeiterin in die Wüste schicken. Hey, das ist doch ein Grund zum Feiern. Hallo, Sie da. Glas Champagner, bitte. Gern. Sag mal, brauchst du mich eigentlich noch, wenn Linda aus dem Urlaub zurückkommt? Ja, natürlich, Schätzchen. Im Service ist genug zu tun und ich bin sehr froh, dass ich dich habe. Okay. Danke. Champagner, bitte sehr. Na, das hat doch was, so ein geregelter Job mit festen Arbeitszeiten. Immer noch besser als eine aufgewärmte Beziehung mit der Ex. Eifersüchtig, Süße. Cheers. Die ist immer noch nicht da. So langsam mache ich mir echt Sorgen. Hast du es denn schon auf dem Handy probiert? Nur die Mailbox. Was meinst du, soll ich die Polizei anschalten? Ach, so schnell unternehmen die nichts. Ich werde selbst ein paar Clubs abklappern. Vielleicht habe ich ja Glück. Nicht nötig, da kommt sie gerade. Ich rufe die später an, ja? Wo warst du denn? Nur ein bisschen feiern.
Ja, das sehe ich. Und wie geht's dir jetzt? Super. Soll ich dir einen Kaffee machen? Sarah, das klingt jetzt vielleicht total abgedroschen, aber Alkohol ist keine Lösung. Im Gegenteil, das macht es nur noch schlimmer. Keine Angst. Ich werde von ein paar Cocktails nicht gleich zur Alkoholikerin. Tut mir leid, es war blöd. Aber mir geht's gut. Und warum kippst du dir dann kochendes Wasser über die Hand? Das war ein Unfall. Ist dir das noch nie passiert? Gregor hat gesagt, dass Dann es... lügt er. Ich geh jetzt ins Bett. Wunderschönen guten Morgen! Wow, da hat aber jemand gute Laune. Was ist mit dir los? Lydia hat sich mit mir versöhnt. Und das habe ich nur dir zu verdanken. Ich habe gar nicht mit ihr gesprochen, wenn du das meinst. Na, aber mit mir und das war gut so. Sonst würde ich immer noch hier rumsitzen und so eine Fresse ziehen. Du bist Lydia viel zu wichtig. Sie würde dich nie aufgeben. Wir sind die halbe Nacht spazieren gegangen. Total romantisch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass Lydia mir mein dummes Gequatsche nicht mehr krumm nimmt. Du hast sie damit verunsichert. Du weißt, wie sehr ich sie verletzt habe, als ich damals unsere Familie im Stich gelassen habe. Ich habe kapiert, dass ich im wunden Punkt bei ihr getroffen habe. Aber Lydia weiß, dass sie mir 1000%ig vertrauen kann. Wir gehören zusammen. Das ist Schicksal. Wie wär's damit? Du bist ein Schatz. Die hast du ja ewig nicht mehr getragen. Ja. Ich muss heute noch aufs Bauamt. Und vergiss Arnos Geburtstag nicht. Wir gehen essen. Ja? Frau Brandner? Herr Streitmann. Ich meine, ja, Brandner. Guten Morgen. Ich erwarte Sie in 15 Minuten im Nordpark. Der liegt für uns beide auf dem Weg. Gleiche Stelle wie beim letzten Mal. In 15 Minuten? Ich weiß nicht, ob ich Und das... seien Sie pünktlich. Wer war das denn? Mein Chef? Morgen. Morgen. Hast du hier geschlafen? War schon so spät gestern Abend. Ich habe wohl ziemlich viel getrunken. Mir brummt der Schädel. Nimm das hilft. Danke. Ich habe wohl ziemlich viel Blödsinn geredet gestern, oder? Geht so. Ach komm, Sarah, ist halb so wild. Ich hatte schon wieder diesen Traum. Welchen Traum? Warum? Warum, Jana? Und warum mein Baby? Gregors Baby. Unsere kleine Amelie. Warum denn nicht ich? Ich war doch an allem schuld. Sarah, sieh mich an. Sowas will ich nie wieder hören. Sowas darfst du noch nicht mal denken. Sonst werde ich richtig sauer. Jana ist zu schnell gefahren. Sie hat die Kontrolle verloren. Du hättest es nicht verhindern können. Aber wenn ich nicht mit Leonard geschlafen hätte,
Sei lieber froh, dass du noch lebst. Das ist ein Geschenk. Ich werde nie wieder froh. Nie wieder. Doch, das wirst du. Das wirst du, das verspreche ich dir. Zahl. Tja, ein Absacker an der Bar erspare ich mir lieber. Ohne Moos, nichts los. Ich soll doch jetzt nicht etwa Mitleid haben. Nö, Freibier wäre mir lieber. Vielleicht überdenken Sie einfach mal Ihre Lebensphilosophie. Skrupellose Habgier muss nicht immer das richtige Konzept sein. Erzählen Sie das Ihrem freien Bruder. Der ist für meine Pleite verantwortlich. Und wenn schon. Verdient haben Sie es allemal. Tja, ja, was tut man nicht alles für die Kinder? Was ist der Dank? Sie haben ja so recht. Apropos, wie geht's denn Ihrem Sohn bei der Lesbenschwester? Muss er schon die Regenbogenfahne schwenken? Ach, Degenhardt. Sie sind nicht nur pleite, sie sind auch gesellschaftlich ruiniert. Ein Nichts. Mausetot. Dich mach ich fertig, du Hurensohn. Du wirst dir noch wünschen, nie geboren worden zu sein. Also es tut mir leid, Herr Degenhardt, aber die Karte ist leider ungültig. Am besten ich entsorge sie gleich hier. Herr Streitmann. Sie haben mir versichert, dass Ihre Beziehung zu Sebastian von Lahnstein Geschichte ist. Ja, natürlich. Ich habe aber anderslautende Informationen. Wie kommen Sie denn darauf? Sebastian und ich... Sind Sie mit ihm noch liiert? Ja oder nein? Wir sehen uns ab und zu, ja. Wenn Sie das eine Beziehung nennen wollen, bitte. Ich würde es eher als eine... Ich habe Ihnen eine letzte Chance gegeben. Sie haben sie nicht genutzt. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, Frau Brandner. Aber die Sache mit Sebastian hat doch nichts mit Hannes zu tun. Wir reden gar nicht über ihn. Ihr Freund ist der Cousin von Hannes' Vater. Ist ein gefundenes Fressen für die Presse. Daran brauche ich Sie doch nicht zu erinnern. Es gab genügend Gerüchte. Aber wenn ich das Gefühl hätte, befangen zu sein, würde ich den Fall sofort abgeben. Hannes von Anstetten ist nicht mehr Ihr Fall. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet. Was? Über Ihre weitere Zukunft beim Jugendamt werde ich zu gegebener Zeit befinden. Guten Tag. Wohnst du jetzt eigentlich auch bei Carla? Ich schlafe nur manchmal dort und bin auf jeden Fall immer für sie da, wenn sie mich braucht. Finde ich gut. Das ist sehr gut. Und es wird Sarah sicher freuen. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Ich wollte euch aber nicht verscheuchen. Keine Angst, das tust du nicht. Ich habe einen geschäftlichen Termin. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Ich muss auch noch was in der Stadt erledigen. Also. Tschüss. Wie geht's Sarah? Nicht so gut. Aber heute Morgen konnte sie zum ersten Mal etwas von ihrer Trauer zulassen. Ja, was heißt denn hier zulassen? Hat sie irgendwas gesagt? Wo war sie? Ja, verstehe schon. Das geht mich nichts an. Leonhard, ich glaube, du kannst im Moment einfach nichts für sie tun. Wenn ich wenigstens mit ihr reden könnte. Schließlich tragen wir beide seit Wochen dieselben Schuldgefühle mit uns herum. Oh, hört endlich auf, euch ständig die Schuld an diesem Unfall zu geben. Das ist doch kompletter Unsinn. Mir hilft gerade meine Arbeit. Das merke ich. Und deshalb wünsche ich mir für Sarah auch so sehr, dass sie endlich wieder Klavier spielen kann. Das würde ihr helfen, ganz bestimmt. Falls du es dir noch mal anders überlegst. Und diesen Scheiß um dich rum einfach mal vergessen willst. Ach, und falls du Nachschub brauchst, ich bin jeden Abend hier. Er hat mir den Fall einfach weggenommen. Wenn ich Pech habe, verliere ich auch noch meinen Job. Hat er das gesagt? Das ist so unfair. Irgendjemand muss ihm was gesteckt haben. Das Komische ist, und eigentlich kann es keiner wissen. Dazu waren wir viel zu vorsichtig. Gestern Abend, als ihr spazieren wart.
Wir haben uns extra abseits gehalten. Außerdem waren kaum Leute da. Ist doch egal, wer uns gesehen hat. Wenn ich erstmal arbeitslos bin, kümmert sowieso keiner mehr, ob wir zusammen sind oder nicht. Hey. Und wenn dein Chef nicht völlig bescheuert ist, wirst du ihn noch behalten. Was wollten Sie eigentlich da oben an der Tür? Wie belieben? Bitte lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Lydia versucht es so gut wie möglich, ihren Job zu machen. Sie hat ihr nichts getan. Ich würde sagen, Sie kümmern sich mal lieber um die Töpfe als um die Angelegenheiten anderer Leute. Glauben Sie, es geht nur Sie was an? Ja, und? Wenn Sie sich da mal nicht irren. Na, hast du schon wieder Sehnsucht nach mir? Weißt du, was ich gerade von unserem Freund Streitmann erfahren habe? Lydia Brandner ist nicht länger für Hannes zuständig. Ist doch super, oder? So richtig super wird's allerdings erst, wenn sie erfährt, dass ihr Liebster der Verräter war. Weiß sie das noch nicht? Offensichtlich nicht. Tja, man muss sich eben um alles selbst kümmern. Die zwei hätten sich niemals einmischen dürfen. Da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Trotzdem, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr für dich. Ich muss mal eben 2 unschuldige Herzen brechen. Wiedersehen. Also, den hast du aber über den Tisch gezogen. Nein. Die Verhandlung war hart, aber ich habe ihn keinesfalls übervorteilt. Carla, ich will nicht neugierig sein, aber du hast tatsächlich die Vormundschaft für Hannes übernommen? Ja, warum? Naja, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Dieses ständige Gezerre zwischen Tanja und Ansgar, das Kind tat mir richtig leid. Ja, deshalb ist es im Moment auch so am besten. Er und Sophia verstehen sich übrigens sehr gut. Ah, wie schön. Respekt. Über die Vormundschaft für den Kronprinzen nach den Lahnstein-Millionen angeln. Das hätte glatt von mir sein können. Tja, das mag Ihr Stil sein, unserer ist es nicht. Sie sollten sich lieber um Ihr eigenes Geld kümmern. Solange Sie noch welches haben. Vermissen Sie nichts? Die dämliche Frage. Was glauben Sie, warum ich schon wieder hier bin? Das Geld hat nicht ganz gereicht, den Rest habe ich anschreiben lassen. Ja, Alter. Aber gib nicht alles auf einmal aus, okay? Hi. Was hast du denn in den ganzen Taschen? Sarah, ich weiß, wie es ist, wenn einem die Probleme über den Kopf wachsen. Keine Angst, ich will dich nicht zutexten oder so. Ich will einfach nur für dich da sein, wenn du mich brauchst. Du willst hier einziehen? Ja? Ist doch okay für dich, oder? Na klar. Wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich am Ende noch irgendwas Blödes angestellt. Wäre vielleicht ganz lustig gewesen. Na, definitiv nicht. Oh, unsere Turteltäubchen. Na, wie possierlich. Ich warne dich. Ein blöder Spruch gegen Lydia und es passiert was. Och, was du immer gleich denkst. Justus sucht dich. Er hat mir allerdings nicht gesagt, worum es geht. Ich bin gleich wieder da. Langweilig. Schauen wir mal. Ja. Ups. Wollen Sie das nicht aufheben? Nein, dafür haben wir doch unsere Angestellten. Ihre Mutter zum Beispiel. Gut.
Keine Ahnung, wo Justus steckt. Was ist denn? Was willst du mit der Visitenkarte von meinem Chef? Kitty! Ja, Wo sind meine Katanas? ja, der Gerichtsvollzieher war vorher da. Ich hab gehofft, Sie würden es nicht merken. Warum sind Sie eigentlich noch hier? Sie wissen doch genau, dass ich Ihnen das nächste Gehalt nicht zahlen kann. Ja, nach dem, was Sie alles für mich getan haben, da lasse ich Sie doch jetzt nicht im Stich. Kitty, Kitty, Kitty. Sie sind ein echtes Schätzchen, ein wahres Goldstück. Ohne Sie hätte ich den Laden hier längst dicht machen können. Jetzt übertreiben Sie aber, Chef. Nein, 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 nein. Von einer Perle wie Ihnen träumt doch jedes Büro. Apropos Perle, wie viel Geld haben Sie eigentlich momentan flüssig? Wollen Sie, dass ich Ihnen was leihe? Kitty, Sie sind eine echte Rakete. Sie gehen jetzt sofort in die Stadt und besorgen die größte Magnumflasche Champagner, die Sie kriegen können, okay? Ja, aber ich vertrag doch höchstens nur ein Gläschen. Als kleine Aufmerksamkeit für die Gräfin. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, wie ich Ansgar erledigen kann. Dafür brauche ich die alte Schnepfe. Noch ein letztes Mal. Na? Ich schwöre, ich sehe die Karte zum ersten Mal. Klar, die hat sich ganz zufällig in deinen Terminplaner verirrt. Ja? Nein, keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Ja, und warum ist dann Streitmanns Mailadresse unterstrichen? Doch nicht einfach nur so. Du hast ihm geschrieben. Das ist doch totaler Blödsinn. Warum sollte ich deinem Chef eine Mail schreiben? Sag du es mir. Bitte, wenn du mir nicht glaubst, guck doch in meinen Postausgang. Überzeug dich selbst. Nichts. Danke für dein Vertrauen. Was ist? Du hast mich an Streitmann verraten. Du hast alles kaputt gemacht. Warum? To